Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich bin Felix und wie immer habe ich meine wunderbare Co-Moderatorin Lisa an meiner Seite. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema: William Shakespeare. Wir werden darüber sprechen, welchen Einfluss dieser große Schriftsteller auf die Literatur hatte und warum er auch heute noch so relevant ist. Lisa, bist du bereit? Hallo Felix. Hallo liebe Zuhörer. Ja, ich bin auf jeden Fall bereit. Shakespeare ist ein faszinierendes Thema und ich freue mich, mit euch darüber zu sprechen. Sein Einfluss auf die Literatur ist enorm und wir werden heute versuchen, das ein bisschen greifbarer zu machen und natürlich einige nützliche Vokabeln auf dem Weg lernen. Genau. Shakespeare ist ja für viele Leute ein großes Thema. Seine Stücke sind weltbekannt, aber vielleicht auch ein bisschen einschüchternd, weil die Sprache so altmodisch klingt. Lisa, kannst du uns vielleicht erklären, warum Shakespeare überhaupt so wichtig ist? Gerne, Felix. Shakespeare gilt als einer der größten Dramatiker der Weltgeschichte. Seine Werke sind berühmt für ihre tiefgründigen Charaktere, ihre poetische Sprache und die universellen Themen, die er behandelt, wie Liebe, Macht, Verrat und Tod. Er hat die englische Sprache stark geprägt und viele Redewendungen erfunden, die auch heute noch verwendet werden. Universelle Themen. Das ist ein guter Punkt. Damit können sich die Menschen ja auch heute noch identifizieren, oder? Liebe, Macht, Verrat. Das klingt wie eine spannende Serie auf Netflix. Genau, Felix. Diese Themen sind zeitlos und das ist auch einer der Gründe, warum Shakespeares Werke uns immer noch so sehr berühren. Seine Charaktere sind sehr menschlich, mit all ihren Fehlern und Schwächen. Das macht sie so nachvollziehbar. Das Wort nachvollziehbar bedeutet, dass wir die Gefühle und Entscheidungen der Figuren verstehen können, weil sie uns an unser eigenes Leben erinnern. Ah, nachvollziehbar. Das ist ein schönes Wort. Also, Shakespeare hat es geschafft, Figuren zu schaffen, die für uns heute noch nachvollziehbar sind. Aber was genau hat er zur Literatur beigetragen, Lisa? Eine Menge. Zunächst einmal hat Shakespeare viele neue Wörter und Ausdrücke in die englische Sprache eingeführt. Manche davon verwenden wir auch im Deutschen. Zum Beispiel der Begriff Herz aus Gold. Das stammt von Shakespeare. Außerdem hat er die Struktur des Theaters stark beeinflusst. Vor ihm gab es weniger Fokus auf komplexe Charakterentwicklung. Shakespeare hat den Figuren eine Tiefe gegeben, die sie sehr menschlich macht. Ein gutes Beispiel dafür ist Hamlet, der immer wieder über das Leben und den Tod nachdenkt und viele Zweifel hat. Ah, Hamlet. Das ist das Stück, in dem es um die berühmte Frage geht. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Richtig? Ganz genau, Felix. Sein oder nicht sein ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Zeilen der Weltliteratur. Auf Englisch heißt es to be or not to be. Diese Worte stammen aus einem Monolog, in dem Hamlet über den Sinn des Lebens nachdenkt. Shakespeare war ein Meister darin, solche tiefen und bedeutungsvollen Gedanken in wunderschöne Sprache zu kleiden. Wow, das ist wirklich beeindruckend. Aber Lisa, warum glaubst du, dass wir uns heute noch mit Shakespeare beschäftigen sollten? Ich meine, seine Texte sind ja schon ziemlich alt, oder? Absolut, Felix. Aber Shakespeares Werke sind ein wichtiger Teil der Weltliteratur und helfen uns, die menschliche Natur besser zu verstehen. Seine Geschichten sind wie Spiegel, in denen wir uns selbst und unsere Gesellschaft erkennen können. Das macht sie auch heute noch relevant. Außerdem ist es ein großer Vorteil für Deutschlernende, solche Texte zu lesen. Es erweitert den Wortschatz und hilft, die Feinheiten der Sprache zu verstehen. Ah, das verstehe ich. Und du hast vorhin über seinen Einfluss auf die Sprache gesprochen. Kannst du ein paar Beispiele nennen, die uns heute noch im Alltag begegnen? Klar, eine Redewendung, die viele von uns kennen, ist zum Beispiel der Rest ist Schweigen. The rest is silence. Das kommt auch aus Hamlet. Oder etwas ist faul im Staate Dänemark. Das sagt einer der Wächter, wenn er spürt, dass etwas nicht stimmt. Solche Zitate sind tief in unserer Kultur verwurzelt. Sie zeigen, wie sehr Shakespeares Werke noch immer Teil unseres Alltags sind. Das finde ich spannend. Man merkt gar nicht immer, woher diese Sätze kommen, aber sie sind wirklich tief verankert. Eine Frage noch, Lisa. Wenn ich Shakespeare auf Deutsch lese, verliere ich da nicht einen Teil der Magie? Das ist eine gute Frage, Felix.
Natürlich ist jede Übersetzung eine Interpretation des Originals und manche Feinheiten gehen vielleicht verloren. Aber Shakespeares Geschichten und die Tiefe seiner Figuren sind so stark, dass sie auch in der Übersetzung noch beeindrucken. Zudem gibt es wirklich hervorragende Übersetzungen, die sehr nah am Original bleiben. Für Deutschlernende ist es sogar eine wunderbare Gelegenheit, komplexe Texte zu verstehen, ohne dabei komplett auf die englische Version zurückgreifen zu müssen. Das klingt einleuchtend. Außerdem finde ich es toll, dass wir auch beim Lesen von Literatur Deutsch lernen können. Gibt es ein Stück von Shakespeare, das du besonders empfehlen würdest, um damit zu starten? Ja, auf jeden Fall. Ich würde Ein Sommernachtstraum empfehlen. A Midsummer Night's Dream. Es ist eine wunderschöne, fantasievolle Komödie mit viel Humor, aber auch tiefen Einsichten über Liebe und Eifersucht. Die Sprache ist poetisch, aber nicht so schwer wie in manchen seiner Tragödien. Es ist ein guter Einstieg, um ein Gefühl für Shakespeares Stil zu bekommen. Das klingt nach einem guten Tipp. Und wenn man dazu noch ein bisschen die Geschichte kennt, dann macht es sicher noch mehr Spaß. Hast du vielleicht ein paar Vokabeln aus dem Stück, die wir uns merken sollten? Gerne. In Ein Sommernachtstraum geht es viel um Verwandlung, auf Englisch Transformation. Ein wichtiges Wort ist auch Verwirrung. Das bedeutet Confusion, weil die Charaktere durch Zauberei und Missverständnisse oft verwirrt sind. Und dann gibt es noch Elfen, Fairies, die eine große Rolle in der Handlung spielen. Diese kleinen Wesen sorgen für viel Chaos und Magie. Elfen, Verwandlung, Verwirrung. Das klingt nach einem echten Abenteuer. Vielen Dank, Lisa, dass du uns so viele interessante Einblicke gegeben hast. Ich habe wirklich viel gelernt. Hast du noch einen letzten Tipp für alle, die mehr über Shakespeare lernen möchten? Sehr gerne, Felix. Mein Tipp wäre, sich einfach mal an eines der Stücke heranzuwagen und dabei offen zu bleiben. Shakespeare kann manchmal herausfordernd sein, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Man kann auch zuerst moderne Zusammenfassungen lesen, um die Handlung zu verstehen, und dann mit der Originalversion oder einer Übersetzung beginnen. Und natürlich hilft es auch, eine gute Inszenierung im Theater oder als Film zu sehen. Das bringt die Texte wirklich zum Leben. Das sind tolle Tipps, Lisa. Ich hoffe, dass wir euch, liebe Zuhörer, heute ein bisschen neugierig auf William Shakespeare machen konnten. Seine Werke sind wirklich spannend und man kann nicht nur viel über die menschliche Natur lernen, sondern auch sein Deutsch verbessern. Wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ja, vielen Dank. Es hat wieder viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Und denkt daran, Literatur kann eine wunderbare Brücke sein, um eine Sprache zu lernen und dabei in andere Welten einzutauchen. Genau. Und beim nächsten Mal haben wir wieder ein spannendes Thema für euch, das ihr nicht verpassen solltet. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig. Bis bald, bleibt dran und viel Spaß beim Deutschlernen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.